Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um die Apple Watch bzw. Apple Watch Ultra. Ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie die Navigations-App Footpath funktioniert. Footpath hat den Vorteil, dass ihr einmal Routen planen könnt, aber auch hier Offline-Navigation bzw. Offline-Karten mitnehmen könnt und wie der Name schon sagt, euch dann entsprechend navigieren lassen könnt. Im ersten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr ganz einfach auf dem iPhone oder auch auf dem iPad hier die Routen planen könnt. Im zweiten Teil zeige ich euch dann in der Praxis, wie hier die Navigation funktioniert. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, das Herzstück für jede gute Navigation ist natürlich die Tourenplanung selbst. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier schon zwei Geräte liegen. Einmal ein iPad, in dem Fall das iPad Pro in der großen Version, als auch hier mein iPhone. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, neben den beiden Geräten auch das Ganze über einen Mac zu planen. Also ich habe jetzt hier einen M1 Mac, der unterstützt das Ganze auch, beziehungsweise da ist die App auch enthalten. Ob es ein Nicht-M1 Mac kann, weiß ich nicht, kann ich leider nicht sagen, da ich dieses Gerät nicht habe. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, wie ihr so seht, schon auf verschiedenen Geräten das Ganze zu planen. Um das Ganze nutzen zu können, müsst ihr euch einfach nur registrieren, ein Konto anlegen und dann könnt ihr euch auf den verschiedenen Geräten hier anmelden und habt hier alle Daten gleich vorhanden, beziehungsweise könnt hier mit den gleichen Daten arbeiten. Am Ende ist aber so, dass ihr natürlich dann hier, wenn ihr das Ganze mit der Apple Watch synchronisieren wollt, das mit dem Handy machen müsst, weil die Apple Watch natürlich nicht mit dem iPad oder dem iMac spricht, zumindest jetzt nicht für die Weitergabe an Routen. Für die Planung mache ich das Ganze jetzt aber erstmal am iPad. Ganz einfach, hier kann ich euch ein bisschen mehr zeigen, beziehungsweise das Ganze etwas größer. Es funktioniert aber sowohl auf dem iMac als auch auf dem iPhone alles gleich. Also hier gibt es dann wirklich keine Unterschiede und die Apps sind auch wirklich für jedes Gerät hier individuell sehr gut angepasst. Ich muss aber noch dazu erwähnen, um das Ganze im vollen Funktionsumfang nutzen zu können, müsst ihr natürlich hier ein Abo abschließen. Das heißt also, es gibt hier entweder ein Monatsabo, gerade wenn ihr jetzt nur mal wandern geht. Für einen Monat ist das ganz gut hilfreich. Oder ihr könnt natürlich auch ein Jahresabo machen. Das ist euch dann selbst überlassen. Das heißt also, wenn ihr für den Urlaub mal 3-4 Euro investieren wollt, das ist das Geld auf jeden Fall wert. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was ihr jetzt hier alles geboten bekommt. Ja, und da haben wir die Karte jetzt auch schon mal in der Übersicht. Wir sehen jetzt hier, wir können ganz gut rein und rauszoomen. Ohne Probleme funktioniert das. Die Karte lädt auch sehr schnell nach. Das ist hier an dieser Stelle kein Problem. Und ihr bekommt auch wirklich sehr gut eine detaillierte Übersicht. Und wir können auch schon ganz gut erkennen, ich habe jetzt hier einen Kartenmodus, bei dem ich einmal hier die Straßen anzeigen lasse. Und im Hintergrund haben wir dann hier zum Beispiel die Häuser der Stadt. Oder wenn ihr in den Bergen seid, dann könnt ihr euch natürlich dann auch hier dann den Berg anzeigen lassen. Das sieht man hier ganz gut, die Starkenburg zum Beispiel. Das ist zum Beispiel eine Option, wie ihr euch das anzeigen lassen könnt. Ihr könnt unten rechts jetzt aber auf das Kartensymbol gehen, das ist hier unten. Und dann gibt es hier auch die Möglichkeit, die Route zu löschen, die ihr jetzt gerade gemacht habt. Ihr könnt aber auch hier den Modus einstellen, für was ihr jetzt gerade plant, zum Beispiel für Wandern, Laufen, Radfahren oder Bergsteigen. Hier sind alle verschiedenen Varianten dabei, die ihr auch auf der Apple Watch als Aktivitäten findet. Der interessantere Teil ist natürlich dann hier der Kartenstil. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Karten oder den Kartentyp Footpath Turbo, also die topografische Karte. Ihr habt dann aber auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, hier andere Karten zu nehmen, zum Beispiel Satellitenkarte Wolkenlos ist hier, dann sehen wir schon, da ändert sich das Ganze. Oder ihr habt dann zum Beispiel auch für Nordamerika oder Europa hier die verschiedenen Karten. Swiss Turbo-Karte wird zum Beispiel angeboten oder speziell für Finnland, aber auch für den Pazifik oder dann zum Beispiel die Open Cycling Map für, wenn ihr Fahrrad fahren wollt. Also ihr seht, hier ist wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, was die Karten angeht. Ich persönlich nehme hier Footpath Turbo immer gerne. Das habe ich jetzt eigentlich für den Urlaub doch zu schätzen gelernt. Das wäre die eine Möglichkeit, was den Kartentyp angeht. Ihr habt dann aber darüber hinaus dann noch die Möglichkeit, ein Layout hinzuzufügen. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, den Neigungswinkel. Und da würde ich einfach sagen, gehen wir mal ganz kurz in die Alpen. Wenn wir jetzt hier in den Alpen sind, sehen wir auch ganz gut, die Berge sind hier sehr gut eingezeichnet. Und wenn wir jetzt nochmal ins Menü hineingehen und hier ein Layout hinzufügen, dann können wir zum Beispiel hier auch den Neigungswinkel anzeigen lassen und dann werden hier nochmal die Höhenlinien, die wir sowieso sehen, werden aber nochmal hier schön grafisch hervorgehoben und so seht ihr die Berge hier nochmal viel besser in der Übersicht bzw. nochmal im Kontrast. Ihr habt dann natürlich auch andere Möglichkeiten. Neben dem Neigungswinkel gibt es dann auch die Fahrradwege, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Das sehen wir jetzt hier oben zum Beispiel, wird gerade die Fahrradwege angezeigt. Das wird noch zusätzlich genommen. Also ihr seht, sowohl der Neigungswinkel als auch der Fahrradweg wird gerade angezeigt. Und wenn wir da mal rausgehen, dann können wir ganz gut sehen, hier zum Beispiel das Grüne hier vorne, das ist jetzt der Fahrradweg, der eingeblendet worden ist. Und so habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, das Overlay zu bearbeiten. Wenn ihr das weghaben wollt, geht einfach nochmal hier rein, drückt hier nochmal auf den gleichen Neigungswinkel und dann sind die Sachen auch schon draußen. Und dann sehen wir jetzt nur noch hier die Fahrradwege, die hier eingezeichnet werden. Und zu guter Letzt habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, hier metrische oder imperiale Daten anzugeben oder nautische, je nachdem, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid oder was ihr jetzt hier an dieser Stelle planen möchtet.
Ihr habt darüber hinaus dann auch die Option, wenn ihr links auf die 3 Striche oben geht, hier könnt ihr dann auch nochmal eure Routen verwalten. Wir sehen hier zum Beispiel meine Routen. Das sind jetzt alle Routen, die ich momentan geplant habe. Ihr habt aber auch die Option, hier nahegelegene Routen anzeigen zu lassen. Da habe ich jetzt nichts in der Nähe, weil ich jetzt nichts geplant habe. Oder Offline-Routen, falls ihr jetzt hier Offline-Routen haben solltet, werden hier auch aufgelistet. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel hier eigene Listen anzulegen. Wenn wir auf das Plus drauf gehen, können wir zum Beispiel, jetzt mache ich eine YouTube-Liste und so könnt ihr dann eure Routen ein bisschen besser verwalten, beziehungsweise hier, ja, je nachdem, was ihr macht, zum Beispiel Urlaub, Wandern oder dann halt andere Aktivitäten, das Ganze hier so ein bisschen Listen zu verwalten, dass es hier kein großes Durcheinander gibt. Dann würde ich sagen, dann planen wir jetzt aber einfach mal eine Route. Da gibt es nämlich auch mehrere Optionen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, hier oben dann auch nochmal hier die Aktivität auszuwählen. Dann kommen wir ins gleiche Menü hinein. Wir lassen das Ganze jetzt mal auf Wandern. Und die erste Option ist hier einmal zu sagen, ich mache das Ganze hier mit einem Stift. Das heißt also, ich fahre jetzt einfach hier eine Route ab mit dem Stift. Das können wir einfach hier so machen. Das sehen wir hier. So. Und dann wird hier eine Route geplant. Dann sehen wir hier zum Beispiel, da hat was jetzt hier nicht gut funktioniert, beziehungsweise ich habe das nicht so geplant, wie ich haben wollte. Dann können wir hier auf den Stift drauf gehen und können das Ganze hier wegradieren. Und dann ist das hier auch schon entsprechend wegradiert. Wir können auch ganz gut sehen, wenn wir mal in die Karte hineinzoomen, dass hier auch die Wege unterschiedlich angezeigt werden. Zum Beispiel hier ist so ein Schotterweg, den wir hier sehen, der ist dann gestrichelt. Oder hier eine durchgezogene Straße. Oder natürlich dann auch hier ein Wanderweg, der dann hier braun angezeigt wird. Und so habt ihr auf jeden Fall die erste Option, das Ganze hier zu planen. Unten habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze hier an Karte auszurichten oder zu deaktivieren. Das lassen wir jetzt mal eingeschaltet, damit die Wege auch immer zusammen verbunden werden. Darüber hinaus habt ihr unten auch noch die Möglichkeit, hier einmal zurückzugehen oder einmal vorwärts zu gehen, um eure letzten Bearbeitungsschritte hier wieder rückgängig zu machen. Wie wir sehen, bekommen wir auch hier nochmal gleich einen Menüpunkt angezeigt. Das ist nämlich so, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Wegpunkt habt, dann könnt ihr auch länger drauf drücken. Dann geht hier ein Menü auf. Das ist einmal hier Kreis. Wenn wir aufs Kreis gehen, wird hier das Ganze verbunden. Das heißt also mit eine automatische Verbindung. Wir können das Ganze nochmal zurückgehen. Wenn wir hier nochmal drauf drücken, beziehungsweise das kommt dann auch hier, dann können wir sagen, okay, ich möchte zurück. Dann geht das Ganze hier 1:1 zurück. Das heißt also, hier wird dann komplett umgekehrt. Das kann man hier oben ganz gut sehen, wenn ihr jetzt mal auch kurz auf die Kilometer schaut. Und ich gehe zurück, sind es 4,07. Und wenn ich auf zurückgehe, sind es 8,14 Kilometer. Dann habt ihr auch die Option, das Ganze umzukehren. Oder hier, wir sehen hier so einen Pin, einen Wegpunkt einzufügen. Kann ich jetzt zum Beispiel mal sagen, das Ganze ist zum Beispiel jetzt Essen. Dann nehmen wir es hier aus und geben hier Essen ein. Dann ändert sich das Symbol auch schon auf Besteck. Dann kann ich das Ganze hier in meinen Favoriten speichern, wenn ich möchte. Dann wird es immer in der Karte angezeigt und eine Notiz dazu machen. Dann kann ich hinzufügen und so sehen wir jetzt hier einen Button. Da ist ein Besteck und dann habe ich hier zum Beispiel jetzt Essen als Wegpunkt eingefügt, was dann auch in der Navigation auftaucht. Ja, das mit dem Stift war wirklich eine sehr gute Sache, um das einfach schnell zu planen. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, das Ganze hier in der klassischen Planung durchzuführen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich starte hier in der Bergstation, dann drücken wir hier lange hier drauf und dann sage ich zum Beispiel hier starten, dann haben wir hier den Startpunkt. Und so könnt ihr jetzt auch ganz einfach hier Punkt für Punkt die Routen hier auswählen. Wir nehmen zum Beispiel jetzt hier Wandern, würde ich nochmal gefragt, kann ich dann hier Stück für Stück hier die Route planen. Also wir sehen hier, ich drücke immer ganz lange drauf und dann wird hier automatisch der Punkt gesetzt. Auch hier habe ich dann die Option, hier nochmal einen Wegpunkt hinzuzufügen. Hier kann ich zum Beispiel jetzt schreiben Aussicht, weil es eine gute Aussicht ist, die vielleicht im Reiseführer steht. Dann sehen wir hier, da kommt dann sogar ein Fernglas als Symbol, das wird dann automatisch gesetzt. Dann kann ich das Ganze hinzufügen und habe jetzt hier den Aussichtspunkt. Na gut, mitten im Wald ist es nicht so gut, aber wir können das ganz gut sehen, dass hier auch der Wald ist und so habt ihr es hier in der Übersicht. Ja, jetzt haben wir das Ganze mal hier komplett geplant, beziehungsweise von der Bergstation runter zur Talstation. Ja, auch hier habt ihr natürlich die Option, wenn wir uns hier reinzoomen, das Ganze nochmal im Kreis zurückzuführen. Sehen wir hier, wird automatisch dann die Route zusammengeführt. Natürlich muss man sich nochmal das Ganze anschauen, ob es dann auch wirklich passt zum Laufen. Oder wenn wir das Ganze zurückgehen, können wir natürlich auch sagen, wir laufen das hier identisch wieder zurück, wie wir das natürlich auch jetzt hier vorhin schon bei dem Stift gesehen haben. Dann haben wir jetzt hier 7,02 Kilometer für die Route. Und wenn ihr jetzt hier auf diesen Pfeil drauf drückt, dann bekommt ihr dann auch eine topografische Übersicht, beziehungsweise hier den Berg angezeigt, wie das Ganze hier mit Aufstieg und Abstieg aussieht. Wir haben 637 Meter Aufstieg und wir sehen hier teilweise ganz, ganz dunkel oder lila schon. Da sehen wir auf jeden Fall, dass hier hohe Steigungen sind und so habt ihr das Ganze auch in der Übersicht. Und was auch ganz schön ist, ihr habt es einmal unten in der Übersicht, ihr bekommt es aber auch direkt hier auf dem Weg angezeigt, wo hier die schweren Steigungen sind und wo es hier runter geht. Und so habt ihr das bei der Routenplanung dann auch immer direkt hier dabei. Ihr könnt es natürlich auch während der Planung einblenden. Ihr könnt es natürlich auch danach einblenden.
Das ist dann euch selber überlassen, wie ihr das Ganze machen wollt. Ich finde es aber hier wirklich grafisch sehr gut dargestellt, um hier einen kleinen Überblick zu bekommen. Jetzt können wir das Ganze natürlich speichern. Da können wir uns mal sagen, Fenderweg Loop, wandern. Und dann habt ihr hier dann auch die Option, wenn ihr das schon die Liste habt, hier zu einer Liste hinzuzufügen. Ich nehme jetzt einfach mal YouTube, sage die Route speichern und schon haben wir hier die Route gespeichert. Links unten bekommen wir jetzt nochmal einen Überblick hier über die Steigung, was wir gerade eben schon gesehen haben. Wir können die Route auch nochmal ändern mit dem Namen. Auf den Stift einfach draufdrücken, da könnt ihr das Ganze nochmal ändern. Und ihr könnt dann hier auf Anweisung gehen. Da seht ihr jetzt schon mal eine kleine Aussicht bzw. Vorschau, wie das Ganze dann aussieht. Wir haben hier alle Abbiegehinweise, dann auch hier zum Beispiel ein Aussichtspunkt wird angezeigt und dann natürlich hier, bis dann ja die Route zu Ende ist, bekommt ihr alle Abbiegehinweise nochmal im Detail angezeigt. Wenn wir auf Mehr gehen, dann haben wir auch die Option, zum Beispiel das Ganze zu exportieren oder uns auf einer 3D-Karte anzuschauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das sehen wir das Ganze hier nochmal schön in der 3D-Karte. Das kommt natürlich auf dem iPad nochmal sehr gut zur Geltung. Und so habt ihr hier auf jeden Fall auch nochmal die Option, eine andere Ansicht hier zu nutzen. Darüber hinaus habt ihr auch noch die Option, hier die Strecke zu exportieren. Das sehen wir hier, Export als, zum Beispiel als GPX-Datei oder TCX-Datei, also je nachdem, was ihr da braucht. Das ist an dieser Stelle hier auf jeden Fall auch möglich. So, wir sehen, wir haben jetzt die ganze Route hier auf dem iPad geplant. Wir gehen jetzt mal aufs iPhone, weil wir wollen die Route natürlich hier auf der Apple Watch haben. Ja, jetzt sind wir auch schon auf dem iPhone und wir sehen jetzt hier, wenn wir mal auf die Routen gehen, da wurde das Ganze direkt schon synchronisiert. Wir sehen hier den Fenderweg Loop, das ist gerade, was wir angelegt haben. Und hier ist auch schon mal ganz gut zu erkennen, dass natürlich das hier etwas kleiner ausfällt aufgrund der Displaygröße. Aber es ist natürlich auch kein Problem, hier das Ganze auf dem iPhone zu planen. Ich habe das ganze Zeit jetzt im Urlaub auf dem iPhone gemacht. Das war überhaupt keine Problematik. Nur wenn halt, wie gesagt, ihr ein iPad habt, ist es natürlich von der Größe her etwas besser. Auch hier, wenn wir auf Anweisung gehen, haben wir jetzt hier zwei Optionen. Wir können hier uns navigieren lassen. Der interessantere Part ist aber an Watch senden. Das heißt also auch wirklich die Daten zu übertragen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Ich habe jetzt hier die App schon aufgemacht. Wir sehen jetzt hier, die Daten werden direkt hier übertragen und sind dann hier auch offline auf die Uhr. Das heißt also, ihr könnt dann hier direkt offline loslegen. Ihr bekommt dann auch die Kartenmaterialien hier drauf. Das heißt also, das wird dann auch runtergeladen und so habt ihr dann die Strecke offline dabei und müsst hier theoretisch nicht das iPhone mitnehmen. Ein weiteres gutes Gimmick ist, auch wenn ihr hier die Navigation auf dem iPhone nutzen solltet fürs Autofahren, wenn ihr hier auf Mehr geht, dann könnt ihr euch auch zum Startpunkt navigieren lassen, beziehungsweise hier das Ganze öffnen. Wir gehen einfach mal Öffne Startpunkt in. Dann sehen wir hier, gehen hier zwei Karten auf, einmal Google Maps oder Apple Maps. Ich nutze jetzt in letzter Zeit immer Apple Maps und dann kann ich mir das Ganze hier dann als Routennavigation anzeigen lassen von meinem Standort und so könnt ihr direkt loslegen und könnt zu eurer Tour, wo ihr starten wollt, dann euch hier hin navigieren lassen. Der Vollständigkeit halber will ich euch noch die gemachten Tracks zeigen. Das seht ihr dann gleich nochmal. Wir sehen es hier, ich habe das ja im Urlaub jetzt viel genutzt und ihr könnt euch das Ganze hier dann nochmal in den Daten anschauen. Zum Beispiel Eistobel und da bekommt ihr nochmal eine kleine Übersicht, wie dann die Tour gelaufen ist, wie schnell ihr da wart und bekommt hier unten auch nochmal eine Übersicht. Ihr habt dann auch nochmal die Option, wenn ihr hier auf Mehr geht, dann das Ganze von Health zu entfernen. Das heißt also, wenn ihr jetzt von Apple Health das nicht haben wollt, dann könnt ihr es hier an dieser Stelle entfernen. Oder wenn es dann mal mit der Synchronisation ein Problem gab, könnt ihr es hier auch direkt an Health senden. Also das ist an dieser Stelle auch möglich, weil die Routen tauchen dann auch in der Fitness-App auf, beziehungsweise in der Health-App und alle Daten, zum Beispiel wenn ihr jetzt hier Kalorientracking macht etc., werden dann mit synchronisiert und dann habt ihr das auch immer hier alles dabei und die Ringe werden natürlich dann an dieser Stelle auch gefüllt. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt mal genug Theorie gemacht, wir gucken jetzt uns erstmal die Navigation in der Praxis an. Ja, ich hoffe, die Kühe hier, die sind jetzt nicht so ganz extrem störend, aber wir sind halt hier auf dem Berg und von daher hat es ja auch Milchkühe. Ja, die Strecke wurde erfolgreich heruntergeladen. Das könnt ihr oben an dem grünen Pfeil sehen. Wir sehen jetzt hier Schittelberg. Wir können das Ganze direkt starten. Falls hier so ein schwarzer Strich durchgeht, das liegt einfach daran, dass es hier in der Aufnahme liegt. Also es ist das Display nicht kaputt. Bin ich zu entschuldigen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier die Aktivität auszuwählen. Aktuell haben wir Laufen. Wir gehen jetzt aber wandern, wählen jetzt auch hier Wandern aus. Und es wird dann auch so dann bei Fitness hinterlegt, wenn ihr das dann beendet habt. Und dann können wir noch die Kartenausrichtung einstellen, zum Beispiel Kompass drehen, das habe ich immer gerne. Ihr könnt das Ganze aber auch ganz einfach Norden, wenn ihr das haben wollt. Das ist an dieser Stelle hier auch möglich. Darüber hinaus könnt ihr auch die Aktionstaste belegen, sei es einmal Karte anzeigen oder sprich die nächste Abbiegung. Es ist so, wenn ihr die AirPods tragt, dann bekommt ihr, oder ja, das Handy dabei habt, bekommt ihr auch angesagt, wie die nächsten Abbiegungen sind. Ich habe das ausgestellt, weil ich mag das einfach nicht. Und von daher, ist wie gesagt aus. Dann haben wir noch Verwendung anderer Fitness-Apps, die könnt ihr dann noch aktivieren, falls ihr was anderes noch nutzen möchtet. Dann arbeitet es ein bisschen besser zusammen.
Und da würde ich einfach sagen, hier oben ist das Signal, haben wir maximale Stärke. Wir gehen jetzt hier auf Starten und dann geht die Tour jetzt auch schon gleich direkt los. Ja, wir sind jetzt noch am Anfang der Tour. Wir sehen jetzt hier der Kompass, wo das Ganze angezeigt wird. Und hier steht hier, gehe in Richtung Dienststraße, 30 Meter abseits der Strecke sind wir momentan noch. Das heißt also, wir müssen jetzt auch gleich zurück zur Strecke. Und die geht dann hier los und dann startet das Ganze dann auch hier direkt. Ja, um einfach mal den Akkuverbrauch zu sehen, wir starten jetzt hier bei 92%. Ja, und wenn ihr dann auf der Karte seid, bekommt ihr auch immer unten angezeigt, wie weit es zur nächsten Abbiegung ist. In diesem Fall sind es 3,01 Kilometer. Und man sieht auch ganz gut, das Blaue laufen wir noch, das Rote sind wir schon gelaufen, ist noch nicht so viel. Aber so habt ihr das Ganze dann auch hier in der Übersicht. Und ihr seht auch hier, tritt an wieder App. Die App verdunkelt sich dann. Aber hier ist es so, dass die Karte einfach nur verschwindet und die Route bleibt. Und sobald ihr den Arm schwenkt, kommt dann auch hier wieder direkt die Karte in der Anzeige. Und wenn ihr dann noch genauere Details haben wollt, dann müsst ihr einfach unten nur auf diese 3,01 Kilometer drücken. Seht ihr hier, der Pfad ist natürlich jetzt hier in den Bergen anders, aber hier bekommt ihr dann auch dann angezeigt, wie die Straße zum Beispiel heißt. Habt ihr hier dann auch in der Übersicht. Links oben sehen wir dann, wie viele Meter wir schon gelaufen sind. Noch nicht so viel, 804 Meter. Und wenn ihr da oben den Pfeil drückt, dann kommt ihr auch wieder direkt in die Übersicht hinein. Sehen wir jetzt hier 804 Meter. Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier auf einem Datenfeld drauf seid, falls es ein bisschen verschmiert sein soll, bitte ich das zu entschuldigen. Ich nutze das jetzt gerade viel. Sind jetzt zum Beispiel verstrichene Zeit oder auch die Pace. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann drückt ihr einfach länger auf die Pace drauf. Und dann sehen wir hier schon eine kleine Auswahl, die ihr hier auswählen könnt. Zum Beispiel geländebereinigtes Tempo, also mit der Steigung. Als natürlich auch dann hier die Herzfrequenz, Aktivkalorien könnt ihr auswählen, die Schritte, aber auch die Laufleistung in Watt könnt ihr euch anzeigen lassen oder die aktuellen Meter, Rundenzeit. Also ihr seht auch die Höhen. Ihr habt eine riesen Auswahl, was ihr dann alles machen könnt, beziehungsweise hier auch dann Gefälle. Also eine große Bandbreite an Möglichkeiten, die ihr hier als Datenfeld auswählen könnt. Wir nehmen jetzt einfach mal die Höhe. Und wenn wir das ausgewählt haben, dann sehen wir jetzt hier rechts dann auch die Höhe eingeblendet. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr länger drauf drückt, dann könnt ihr das Ganze auch ändern. Das gleiche geht natürlich auch hier drüben auf der linken Seite, als natürlich auch hier oben das große Feld. Da könnt ihr dann auch selber dann nochmal entscheiden, was ihr als große Anzeige haben wollt. Sehen wir auch in der Übersicht, wo wir gerade unterwegs sind. 1,05 Kilometer haben wir aktuell verstrichene Zeit und die Schritte lasse ich mich jetzt anzeigen. Und wenn wir jetzt rüber scrollen, dann sehen wir auch hier den aktuellen Weg, wo wir jetzt drauf sind. Das heißt einfach, wir sollen auf dem Weg drauf bleiben. Und in 2,75 Kilometer geht es dann links ab. Und wenn wir hier runter scrollen, dann sehen wir auch die nächsten Abbiegungen, die alle kommen, beziehungsweise auch die errechnete Zielzeit, die ETA-Zeit 13:20 Uhr. Und da sind es dann 6 Kilometer mit der gesamten Tour. Ja, wenn wir uns mal die Karte anschauen, wir sehen jetzt hier wunderbar Bäume. Hier gehen die ganzen Wege ab, also wirklich sehr viel Wegenetz hier aktuell. Und wir sehen auch, das Wegenetz ist sehr gut abgebildet. Wir sehen Trails, wir sehen auch etwas befestigte Straßen. Und das Blaue ist das, was wir laufen müssen. Und wir sehen jetzt dunkel dann wieder ab, wenn das ganze Display dann ausgeht. Und wir einmal schwenken, habt es wieder. Und da sehen wir jetzt auch hier, Dienststraße müssen wir jetzt hochlaufen. Und wir sehen hier, es geht auch links, rechts ab. Und ich habe jetzt keine Meldung bekommen, weil Footpath das Ganze als geradeaus interpretiert hat. Und ihr bekommt dann wirklich nur bei Abbiegung dann die Anweisung angezeigt und dann müsst ihr halt dann doch tatsächlich ein bisschen auf die Karte schauen. Aber die Karte ist wirklich so detailliert, dass ihr wirklich erkennen könnt, dass wir den steilsten Weg hoch müssen. Wir müssen jetzt geradeaus laufen. Ich laufe jetzt einfach mal rechts und dann schauen wir einfach mal, wann das Ganze hier reagiert, dass wir auf der falschen Strecke sind. Und wir können ganz gut erkennen, wenn wir reinzoomen, dass wir schon auf dem falschen Weg sind. Es läuft aber noch stark parallel. Ja, jetzt habe ich eine Vibration gekriegt. Wir sind hier 80 Meter abseits der Strecke. Das ist ein bisschen mehr, so knapp 100 Meter, wenn wir mal auf die Karte drauf gehen. Da kann man es eigentlich ganz gut sehen, dass wir doch schon ein Stück weg sind. So knapp 80 Meter hat das Ganze reagiert. Gefühlt ist es ein bisschen mehr als 80 Meter. Die Garmin-Uhr hat sich auch gerade erst gemeldet. Ich denke einfach, dass es hier an der Gegebenheit ein bisschen liegt, dass es etwas schwieriger ist zu ermitteln. Und dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück. Topografische Berge. Ich bitte die Kuhglocken zu entschuldigen. Ich weiß nicht, wie stark man so hört. Und wenn wir uns mal die Karte anschauen, können wir auch sehen, wir haben auch sehr, sehr gut die Höhenlinie eingezeichnet. Und wie gesagt, wenn ihr eine Krone dreht, dann könnt ihr euch die Karte auch nochmal rauszoomen. Aber so habt ihr es dann immer als Orientierung. Das hat sich gerade ein bisschen ausgerechnet gerade. Und man kann wunderbar die Höhenlinien hier erkennen.
Ja, das Praktische ist auch, wenn ihr jetzt auf der Karte seid und hier die Abbiegung habt. Wir sind hier der Pfad in 2,01 Kilometer. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann bekommen wir auf der Karte auch angezeigt, wo das Ganze sein soll und wo die Abbiegung stattfindet. Und so wisst ihr dann auch schon, was auf euch zukommt. Und wenn ihr jetzt unten auf den Pin drückt, dann seid ihr wieder auf dem Standort, wo ihr gerade seid. Ihr könnt auch rüber scrollen und seht ihr hier den Weg, der es verläuft. Also auch hier hinten die Abbiegung ist dann markiert. Und so habt ihr das Ganze hier in der Übersicht. Ja, das Praktische ist, wenn ihr dann auf die Uhr schaut, bekommt ihr auch immer angezeigt, bleibt auf dem Pfad. Also ihr bekommt dann auch immer angezeigt, wo ihr gerade unterwegs seid, dass ihr richtig seid. Das habt ihr hier auch in der Anzeige dabei. Das hilft auf jeden Fall auch mit. Und so wisst ihr dann auch, dass ihr nicht falsch seid. Und wir laufen jetzt geradeaus mal weiter. Ja, 1 Kilometer vorher habe ich jetzt eine Vibration aus Handgelenken bekommen. Wie gesagt, wie beim Wecker ist das Ganze. So fühlt sich das an. In den 926 Metern kommt dann auch schon unsere Abbiegung. Ja, wir sehen auch, die Spitzkehre wird sehr gut angezeigt mit einem starken Pfeil nach links. Und die Meter gehen so langsam runter, wenn wir uns das Ganze nähern. Ja, wir sehen auch hier ganz gut einen Wanderweg im Nichts. Und ihr bekommt bei Footpath auch wirklich sehr gut dann angezeigt, die Strecke, wo ihr laufen. Also da habt ihr auf jeden Fall keine Probleme, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, dass ihr nicht die Route seht. Beziehungsweise wenn wir rausscrollen, sehen wir auch nochmal schön, wo Wald ist und wo nicht Wald ist. Wir sind jetzt gerade mitten im Wald, am Waldesrand und in der Mitte so ein bisschen Feld. Und so habt ihr es auch immer schön in der Übersicht und könnt euch wirklich sehr, sehr gut mit der Karte orientieren. Ja, noch 82 Meter, dann kommt auch schon die Abbiegung. Und wir sehen auch ganz gut, wenn wir hier weiterlaufen, gehen auch die Meterzahlen runter. Und ihr bekommt auch angezeigt, wo ihr gerade seid, natürlich mit dem blauen Punkt. Und ich habe hier auf der Kreuzung auch wieder direkt eine Vibration bekommen. Wir sehen jetzt hier, ich stehe jetzt genau direkt drauf. Wir müssen jetzt hier runterlaufen und dann haben wir das Ganze auch hier. Und die nächste Abbiegung kommt in 480 Meter und da habe ich auch schon ein Signal bekommen, dass wir in 480 Metern wieder abbiegen müssen. Ja, wenn ihr jetzt an der Hüttenseite und Pause macht, habt ihr natürlich auch hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen hier ganz rüber und drücken hier auf Pause und dann wird die ganze Aktivität pausiert. Ihr dürft nachher nur nicht vergessen, hier wieder auf Start zu drücken, weil sonst wird nicht weiter aufgezeichnet. Das ist mir vorhin schon mal passiert, dafür ein Stück Weg und da werdet ihr auch nicht dran erinnert, also dran denken. Ja, und wenn ihr an einer größeren Kreuzung seid wie hier, wo man es nicht genau weiß, bekommt ihr nochmal schön mit dem Pfeil angezeigt, wo ihr langlaufen müsst. Wir sehen hier den weißen Pfeil. Ja, so sieht man sogar besser, wenn es ein schwarzer Hintergrund ist. So ein kleiner Knicks und dann geht es den Weg hoch. Aber auch wenn wir uns die Karte anschauen, sehr detailliert. Die Kuhglocken will ich zu entschuldigen. Wir sehen hier die Serpentine, auf der stehe ich gerade. Das ist die Serpentine, die hier hochgeht. Sehr gut abgebildet. Und man kann an der Karte wirklich so gut erkennen, wo man dann hier langlaufen muss. Ja, und die Ankunftszeit hat sich auch immer wieder angepasst. Wir sind jetzt hier 15:56 Uhr, wir haben hier eine Pause gemacht. Und es passt dann auch ungefähr. Natürlich haben wir die Ankunftszeit, die wir am Anfang angezeigt bekommen haben, natürlich gehen wir davon aus, oder die Uhr geht davon aus, dass ihr das durchlauft. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Es ist halt eigentlich wirklich nur ein kleiner Richtwert. Ja, jetzt sind wir mit der Strecke durch. 7,41 Kilometer, 3 Stunden 39 sind wir gelaufen. 11.000 Schritte habe ich mir jetzt anzeigen lassen. Und wenn ihr das Ganze jetzt beenden wollt, scrollt ihr einfach hier rüber, drückt einmal die Pause-Taste und dann einmal die Stopp-Taste. Und dann sehen wir hier nochmal 7,41 Kilometer, die Zeit, die Bewegungszeit. Wir sind jetzt viel gestanden mit den Kindern. Und das Tempo bekommt ihr angezeigt und Aufstieg und Abstieg. Es passt nicht so ganz, weil ich jetzt die Tour anders gestartet habe als aufgehört. Deswegen haben wir hier eine größere Differenz. Und dass das Ganze dann auch wirklich synchronisiert werden kann, muss hier noch auf Erledigt gedrückt werden. Und so bekommt das Ganze dann auch in die Fitness-App hinein. Ja, und der Akkustand ist 42%. Ich rechne euch das mal hoch, was das dann bedeuten würde, beziehungsweise dann, wie lange ihr hier mit der Footpath-App navigieren könnt. Ja, das war jetzt ein kleiner Eindruck, was die App Footpath angeht. Wie schon gesagt, die App kostet eine kleine Abogebühr. Ihr könnt euch aber entscheiden, das Ganze monatlich zu abonnieren oder ein Jahresabo zu machen. Monat bietet sich an, wenn ihr jetzt gerade im Urlaub nur das Ganze nutzen wollt und sonst nicht. Da ist auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut. Sowohl die Navigation als auch die Routenplanung sind hier wirklich sehr gut umgesetzt. Das heißt also, ihr bekommt dann auch wirklich alle Abbiegehinweise angezeigt und auch hier der Algorithmus, wo dann wirklich mit dem Stift das Ganze einzeichnen könnt und die Route dann erstellt wird, ist auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Oder natürlich dann die klassische Routenplanung, wo ihr dann natürlich Punkt für Punkt das Ganze auswählen könnt, ist auch wirklich sehr gut gemacht. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, welche App du jetzt hier nutzt. Ich habe jetzt schon einige hier auf dem Kanal gezeigt. Ich werde auch nochmal ein zusammenfassendes Video machen über alle Apps, die es ja auf der Apple Watch gibt, was das Thema Navigation angeht. Falls dich das interessiert, lasst auch gerne nochmal ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich hier für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.